Lektion 1. Historische Premieren. Wussten Sie von der ersten Bibliothek, der ersten Zeitung und dem ersten Museumsgebäude? Ja, das sind faszinierende historische Meilensteine. Jeder von ihnen hat eine bedeutende Rolle bei der Gestaltung unserer Gesellschaft gespielt. Unbedingt. Bibliotheken waren schon immer unverzichtbar für Wissensaustausch und Bildung. Und Zeitungen sind entscheidend, um die Öffentlichkeit über aktuelle Ereignisse und Themen auf dem Laufenden zu halten. Genau. Beide tragen zu einer gut informierten Gemeinschaft bei, was für die Demokratie von entscheidender Bedeutung ist. Museen hingegen bewahren unsere Geschichte und Kultur und ermöglichen es uns, aus der Vergangenheit zu lernen. Richtig. Sie stellen eine greifbare Verbindung zu unserem Erbe her und wecken Neugier auf verschiedene Kulturen. Es ist erstaunlich, wie sich diese Institutionen im Laufe der Zeit weiterentwickelt haben, während sie immer noch an ihren Kernaufgaben festhielten. Ich stimme zu. Sie passen sich weiterhin an moderne Technologien und gesellschaftliche Bedürfnisse an, was sie noch relevanter macht. Lektion 2. Sich verirren. Ich bin in einer ganz anderen Gegend gelandet, als ich die Stadt erkundete. Oh nein! Wie hast du deinen Weg zurück dorthin gefunden, wo du sein musstest? Ich habe mich auf die Karte meines Handys verlassen, aber ich habe unterwegs auch ein paar Einheimische nach dem Weg gefragt. Das ist ein kluger Ansatz. Einheimische kennen oft die besten Abkürzungen und Routen. Genau, sie waren sehr hilfreich und es hat meine Erfahrung angenehmer gemacht. Das freut mich zu hören. Sich zu verirren kann manchmal zu unerwarteten Abenteuern führen. Stimmt. Ich habe einige versteckte Juwelen entdeckt, die ich sonst nicht gefunden hätte. Das ist eine der Freuden des Reisens. Manchmal kommen die besten Erinnerungen aus ungeplanten Momenten. Ich stimme voll und ganz zu. Das alles ist Teil der Reise und sorgt später für großartige Geschichten. Lektion 3. Der Raum ist bereit. Du nimmst dir Zeit, es gibt keine Eile. Gute Neuigkeiten. Das neue Zimmer ist jetzt bereit für dich. Das ist toll zu hören. Ich schätze Ihre Geduld, während ich mich eingelebt habe. Gar kein Problem. Ich möchte sicherstellen, dass alles perfekt für Ihren Aufenthalt ist. Danke. Ich freue mich sehr darauf, den neuen Raum zu genießen. Ich bin sicher, Sie werden es lieben. Es ist gemütlich und für Ihre Bedürfnisse gut ausgestattet. Ich kann es kaum erwarten, es mir anzusehen. Ein komfortables Zimmer macht den Unterschied. Unbedingt. Lassen Sie mich wissen, wenn Sie während Ihres Aufenthalts noch etwas benötigen. Das werde ich. Danke. Ich freue mich darauf, in meinem neuen Zimmer zu entspannen und abzuschalten. Lektion 4. Taxikosten. Die Taxikosten hängen von der Entfernung und dem Verkehr ab. In der Regel liegen sie zwischen 20 und 30 US-Dollar. Das klingt ziemlich normal für eine Reise in die Stadt, insbesondere bei möglichen Verkehrsverzögerungen. Ja, und wenn es zu Spitzenzeiten ist, kann es aufgrund der längeren Wartezeiten etwas höher sein. Das macht Sinn. Es ist immer gut, diese Möglichkeit bei der Budgetierung von Transporten zu berücksichtigen. Unbedingt. Ich bin lieber vorbereitet, als von unerwarteten Ausgaben überrascht zu werden. Ich stimme zu. Für alle Fälle ist es auch hilfreich, alternative Optionen wie Mitfahrdienste zu haben. Stimmt. Wenn Sie mehrere Optionen haben, können Sie mehr Flexibilität haben und möglicherweise Geld sparen.
Genau. Das behalte ich bei meiner nächsten Reise im Hinterkopf. Gut überlegt. Vorausplanung zahlt sich immer aus. Lektion 5. Spielerbedingungen. Für den Spieler wurden Bedingungen festgelegt, die seine Möglichkeiten erheblich einschränkten. Das klingt frustrierend. Hatte der Spieler die Freiheit, seine Bedingungen auszuhandeln? Leider nein, er hatte nicht die Freiheit, seinen Vertrag effektiv anzubieten und auszuhandeln. Das ist eine schwierige Situation. Spieler sollten das Recht haben, über faire Bedingungen zu verhandeln. Genau. Für ihre Karriere und ihr finanzielles Wohlergehen ist es wichtig, etwas Kontrolle zu haben. Ich stimme voll und ganz zu. Ohne die Fähigkeit zu verhandeln, verpassen Sie möglicherweise bessere Gelegenheiten. Es ist wichtig, dass die Spieler die Unterstützung ihrer Agenten haben, um sich für sie einzusetzen. Unbedingt. Jemanden zu haben, der die Branche versteht, kann einen erheblichen Unterschied machen. Ich hoffe, dass sich das in Zukunft ändert und den Spielern mehr Freiheit und Optionen bietet. Lektion 6. Materialien auswählen. Es passt zu dir. Wie wäre es mit diesen fruchtigen? Es ist herrlich, aber es ist zu süß für mich. Hast du etwas ausgewogen, Eris? Ja, ich verstehe. Wie wäre es mit diesem? Es hat eine schöne Geschmacksmischung, ohne übermäßig süß zu sein. Das klingt perfekt. Ich schätze Optionen, die auf unterschiedliche Geschmäcker zugeschnitten sind. Unbedingt. Es ist wichtig zu berücksichtigen, was jede Person bevorzugt, besonders wenn es um Aromen geht. Ich stimme voll und ganz zu. Es macht die Erfahrung für alle Beteiligten viel angenehmer. Genau. Außerdem kann das Finden der richtigen Balance das gesamte Geschmackserlebnis verbessern. Ich freue mich darauf, diesen auszuprobieren. Ich denke, er wird genau das Richtige für mich sein. Gute Wahl. Mal sehen, wie es zum Rest der Mahlzeit passt. Lektion 7. Materialpräferenzen. Denken Sie auch über das Material nach, das Sie bevorzugen. Möchten Sie etwas Dauerhaftes? Ja, Haltbarkeit ist mir wichtig, insbesondere für Artikel, die ich häufig verwenden werde. Ich verstehe das vollkommen. Wenn Sie in hochwertige Materialien investieren, können Sie langfristig Geld sparen. Genau. Ich gebe jetzt lieber etwas mehr aus, als ständig etwas austauschen zu müssen. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist immer gut, die langfristigen Vorteile gegen die anfänglichen Kosten abzuwägen. Ich stimme zu. Außerdem bieten langlebige Artikel häufig eine insgesamt bessere Leistung. Ganz gewiss. Suche nach Optionen, die nicht nur zu Ihrem Stil passen, sondern auch diese Haltbarkeitsstandards erfüllen. Das klingt toll. Ich schätze Ihre Hilfe bei der Suche nach den richtigen Entscheidungen. Es ist mir eine Freude. Ich bin gespannt, was wir gemeinsam finden können. Lektion 8. Unterstützende Umgebung. Ich habe erkannt, dass es wirklich hilft, mich mit unterstützenden Menschen zu umgeben, wenn ich aufgeben möchte. Das ist so wahr. Ein starkes Unterstützungssystem kann den Unterschied ausmachen, wenn es darum geht, motiviert zu bleiben. Genau. Ich verfolge auch regelmäßig meine Fortschritte, um zu sehen, wie weit ich gekommen bin, wodurch ich konzentriert bleibe. Das klingt nach einer großartigen Strategie. Es kann unglaublich ermutigend sein, Ihre Erfolge zu sehen, egal wie klein sie sind. Das ist es wirklich. Es erinnert mich daran, dass jeder Schritt zählt, auch wenn sich die Reise schwierig anfühlt.
Ich liebe diese Denkweise. Es ist wichtig, diese kleinen Siege auf dem Weg dorthin zu feiern. Definitiv. Und wenn ich meine Ziele mit Freunden teile, fühle ich mich verantwortlich und motiviert weiterzumachen. Ich kann mir vorstellen, wie das funktionieren würde. Es ist wunderbar, wenn Leute dich anfeuern, wenn du nach deinen Zielen strebst. Ganz gewiss. Gemeinsam können wir uns gegenseitig aufmuntern und alle Hindernisse überwinden, denen wir gegenüberstehen. Lektion 9. Optionen erkunden. Ich bin sicher, Sie werden die richtige Wahl finden, wenn Sie sich einfach Zeit nehmen und verschiedene Optionen erkunden. Das ist ein gutes Argument. Manchmal kann Eile zu Entscheidungen führen, die wir später bereuen könnten. Genau. Wenn wir uns die Zeit nehmen, um zu recherchieren und nachzudenken, fühlen wir uns bei unseren Entscheidungen sicherer. Ich stimme voll und ganz zu. Ich finde oft, dass die besten Entscheidungen getroffen werden, wenn ich mir Raum zum Nachdenken gebe. Ja, und es ist auch hilfreich, Optionen mit jemand anderem zu besprechen, um eine neue Perspektive zu gewinnen. Unbedingt. Die Diskussion von Ideen kann neue Möglichkeiten aufdecken, die wir vielleicht nicht in Betracht gezogen haben. Richtig. Außerdem kann es helfen zu klären, was für uns bei diesen Entscheidungen am wichtigsten ist. Ich freue mich darauf, meine Optionen jetzt genauer zu erkunden. Danke für die Ermutigung. Jederzeit. Ich glaube, du wirst eine Entscheidung treffen, mit der du am Ende wirklich glücklich sein wirst. Lektion 10. Kulinarisches Erlebnis. Bleib noch ein bisschen länger, ich genieße dieses Essen mit dir wirklich. Ich auch. Ich werde dieses Hotel auf jeden Fall weiterempfehlen. Das Essen ist fantastisch. Das ist es wirklich. Entschuldigung, können Sie uns bitte noch eine Runde Getränke bringen? Das klingt toll. Zu dieser köstlichen Mahlzeit könnte ich etwas Erfrischendes gebrauchen. Ich denke, die Atmosphäre hier trägt zum Erlebnis bei. Es fühlt sich so gemütlich und einladend an. Ich stimme voll und ganz zu. Es ist schön, einen Ort zu finden, an dem Sie sich entspannen und gutes Essen genießen können. Genau. Ich liebe es, neue Orte wie diesen zu entdecken. Das macht das Essen im Freien so viel aufregender. Ja, und es mit guter Gesellschaft zu teilen, macht es noch besser. Ganz gewiss. Ich freue mich, dass wir beschlossen haben, zusammen hierher zu kommen. Es war ein wunderbarer Abend. Lektion 11. Frisches Obst im Vergleich zu Obstkonserven. Kaufen Sie normalerweise frisches Obst oder Obst in Dosen? Ich bevorzuge frisches Obst wie Äpfel und Bananen. Sie schmecken so viel besser und sind gesünder. Ich verstehe das vollkommen. Frisches Obst hat diese natürliche Süße und Knusprigkeit mit der Obstkonserven einfach nicht mithalten können. Genau. Außerdem sind sie vollgepackt mit Nährstoffen, die beim Einmachen oft verloren gehen. Das ist ein großartiger Punkt. Ich finde auch, dass frische Früchte einen lebendigeren Geschmack haben. Ja, und ich liebe es, sie den ganzen Tag über in Smoothies oder als Snacks zu verwenden. Smoothies sind eine fantastische Möglichkeit, eine Vielzahl von Früchten gleichzeitig zu genießen. Das sollte ich öfter probieren. Das solltest du auf jeden Fall. Es ist eine köstliche und einfache Möglichkeit, ihre täglichen Portionen Obst zu sich zu nehmen. Ich werde es mir zum Ziel setzen, von nun an mehr frisches Obst in meine Ernährung aufzunehmen. Lektion 12. Aktivitäten im Gymnasium. Es gibt eine Turnhalle, in der die Schüler Sportunterricht nehmen, was sich hervorragend eignet, um aktiv zu bleiben. Das klingt perfekt. Es muss ein lebendiger Ort sein, an dem all die Aktivitäten stattfinden.
Ja, und in der Turnhalle finden auch Tänze statt, was sie zu einem vielseitigen Ort für Veranstaltungen macht. Ich liebe das. Es ist wunderbar, einen Ort zu haben, an dem Schüler zusammenkommen können, um Sport zu treiben und Spaß zu haben. Genau. Es schafft ein Gemeinschaftsgefühl und ermutigt alle zum Mitmachen. Außerdem macht es die Organisation von Veranstaltungen an einem zentralen Ort für alle einfacher, daran teilzunehmen. Das ist wahr. Es fördert den Schulgeist und die Teamarbeit unter den Schülern. Ich kann mir vorstellen, wie aufregend es bei Veranstaltungen sein muss. Die Energie in einer Turnhalle ist immer elektrisch. Unbedingt. Es ist ein Raum voller Lern- und Wachstumsmöglichkeiten in vielerlei Hinsicht. Lektion 13. Fluganfrage. Sicher. Auf welchen Flug beziehst du dich? Die von New York nach London führt. Es soll eine großartige Route sein. Ah, der. Ich habe gehört, dass es beliebt ist und sehr bequem sein kann. Ja, ich habe gelesen, dass die Fluggesellschaften auf dieser Strecke hervorragende Annehmlichkeiten bieten, was ein Bonus ist. Das ist gut zu wissen. Ein angenehmer Flug macht den Unterschied besonders auf langen Reisen. Genau. Ich suche immer nach Flügen, die guten Service und eine entspannte Atmosphäre bieten. Das Gleiche hier. Es verbessert das Reiseerlebnis wirklich, wenn Sie sich während des Fluges wohl fühlen. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Lassen Sie uns die Angebote für diesen Flug im Auge behalten. Ich würde gerne bald gehen. Definitiv. Ich freue mich über die Möglichkeit, London gemeinsam zu erkunden. Lektion 14. Öffentliche Verkehrsmittel. Dann lass uns ein bisschen recherchieren. Sicher. Ich denke, wir sollten mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. In der Stadt ist es oft bequemer. Gute Wahl. Öffentliche Verkehrsmittel können uns helfen, den Verkehr zu vermeiden und Parkgebühren zu sparen. Genau. Außerdem haben wir die Möglichkeit, auf Reisen mehr von der Stadt zu sehen. Richtig. Wir müssen früh aufbrechen, um sicherzustellen, dass wir genug Zeit haben, um unser Ziel zu erreichen. Das macht Sinn. Es ist besser, früh anzukommen und vor unseren Plänen einen gemütlichen Spaziergang zu genießen. Unbedingt. Die Erkundung der Gegend kann genauso viel Spaß machen wie das Hauptereignis. Ich kann es kaum erwarten. Lassen Sie uns alle Informationen sammeln, die wir benötigen, und unsere Route planen. Klingt nach einem Plan. Ich freue mich auf unser Abenteuer mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Lektion 15. Songwriting. Du kannst daraus ein Lied machen, das du singen kannst. Das klingt lustig. Es gibt so viele Wörter, die sich auf andere reimen, wie lächeln und Meile. Genau. Reime können den Liedtexten einen schönen Rhythmus und Fluss verleihen. Ich liebe es, wie kreativ Songwriting sein kann. Es ist wie Malen mit Worten. Unbedingt. Jede Zeile kann Emotionen hervorrufen und eine Geschichte auf einzigartige Weise erzählen. Ja, und Sie können mit verschiedenen Themen und Ideen herumspielen, um es wirklich zu Ihrem eigenen zu machen. Ich denke, es ist eine wunderbare Art, sich auszudrücken und durch Musik mit anderen in Kontakt zu treten. Definitiv. Ich bin inspiriert, jetzt etwas Originelles zu schreiben. Lasst uns gemeinsam brainstormen. Das finde ich toll. Die Zusammenarbeit kann zu erstaunlichen kreativen Ergebnissen führen. Lektion 16. Küstengeographie.
Die Küste ist wunderschön, aber im Landesinneren gibt es sehr wenig, weil es keine Landwirtschaft gibt und Wasser schwer zu bekommen ist. Das ist wahr. Regionen wie das Death Valley haben so einzigartige Landschaften, die von diesen Faktoren geprägt sind. Genau. Es ist faszinierend, wie die Geografie den Lebensstil und die Wirtschaft einer Region beeinflussen kann. Ich stimme zu. Der Kontrast zwischen den üppigen Küstenregionen und dem trockenen Landesinneren ist auffallend. Ja, und es lässt sie die Vielfalt der Ökosysteme schätzen, die wir an verschiedenen Orten haben. Ganz gewiss. Die Erkundung dieser Gebiete kann uns so viel über Natur und Nachhaltigkeit beibringen. Ich würde gerne sowohl die Küste als auch das Landesinnere besuchen, um die Unterschiede aus erster Hand zu sehen. Das klingt nach einer tollen Reise. Jedes Gebiet hat seine eigene Geschichte und Schönheit, die es zu entdecken gilt. Ich freue mich auf die Idee, diese einzigartigen Landschaften gemeinsam zu erkunden. Lektion 17. Haustiere als Familie. Haustiere sind wie eine Familie, daher ist es sehr wichtig, ihnen ein komfortables Zuhause zu bieten. Unbedingt. Sie verdienen einen Raum, der sich sicher und einladend anfühlt, genau wie wir. Genau. Ich achte immer darauf, bequeme Betten, Spielzeug und Spielplätze für sie zu haben. Das ist wunderbar. Es ist erstaunlich, wie viel Freude sie bereiten, wenn sie glücklich sind und sich wohl fühlen. Ja, und ein gut gestalteter Raum kann Angstzuständen vorbeugen und ihr Wohlbefinden fördern. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Es ist wichtig, ihre Bedürfnisse bei der Einrichtung eines Hauses zu berücksichtigen. Ganz gewiss. Ein glückliches Haustier bedeutet oft auch einen glücklichen Besitzer. Unbedingt. Es geht darum, diese Bindung aufzubauen und sicherzustellen, dass sie sich geliebt fühlen. Ich finde es toll, wie wir eine fürsorgliche Umgebung für unsere pelzigen Freunde schaffen können. Lektion 18. Zusammen kochen. Ich glaube, die Kartoffeln sind fast fertig. Kannst du überprüfen, ob sie goldbraun sind? Sicher. Ich werde mir ansehen, wie sie kochen. Sie sollten inzwischen perfekt knusprig sein. Das wäre fantastisch. Ich liebe es, wenn sie genau richtig herauskommen mit dieser schönen goldenen Farbe. Unbedingt. Perfekt gebratene Kartoffeln können eine Mahlzeit wirklich aufwerten und ihr das Gefühl geben, etwas Besonderes zu sein. Ja, sie verleihen eine so köstliche Textur und einen köstlichen Geschmack, besonders wenn sie mit dem Hauptgericht kombiniert werden. Ich kann mir schon vorstellen, wie gut sie mit den Kräutern und Gewürzen schmecken werden, die wir hinzugefügt haben. Genau. Zusammen zu kochen macht noch mehr Spaß. Es ist, als würde man in der Küche ein Meisterwerk schaffen. Ich stimme zu. Es ist etwas Befriedigendes, zusammenzuarbeiten, um eine Mahlzeit von Grund auf zuzubereiten. Außerdem gibt es uns die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und gemeinsam zu lachen, während wir gerade dabei sind. Lektion 19. Entspannung im Freien. Das klingt nach einer großartigen Idee. Wir können uns entspannen und zusammen frische Luft genießen. Ich stimme voll und ganz zu. Zeit im Freien zu verbringen kann so verjüngend sein, besonders nach einer anstrengenden Woche. Genau. Ich liebe das Gefühl einer sanften Brise und die Wärme der Sonne auf meiner Haut. Ja, und es ist eine perfekte Gelegenheit, sich von den Bildschirmen zu trennen und die Natur zu genießen. Unbedingt. Ihr könnt ein paar Snacks mitbringen und einfach ein paar Stunden im Park faulenzen. Das klingt herrlich. Ich würde gerne einen schönen Platz unter einem Baum finden, an dem wir uns unterhalten und entspannen können. Perfekt. Die Natur hat eine Art, den Geist zu beruhigen und den Geist zu heben.
Ich kann es kaum erwarten. Es wird eine schöne Abwechslung von unseren gewohnten Routinen sein. Stellen wir sicher, dass wir es bald tun. Es wird eine erfrischende Abwechslung für uns beide sein. Lektion 20. Nationale Stärke. Gestärkt durch Erfolge steht Amerika als unverzichtbare Nation der Welt allein da. Das ist eine interessante Perspektive. Es unterstreicht den Einfluss und die Verantwortung, die mit einer solchen Macht einhergehen. Genau. Mit großem Einfluss geht die Pflicht einher, auf der globalen Bühne positiv zu führen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass jede Nation ihre Stärke nutzt, um Zusammenarbeit und Verständnis zu fördern. Ja, und Amerikas Rolle in den internationalen Beziehungen kann den Weltfriede und Wohlstand erheblich beeinflussen. Unbedingt. Ich glaube, dass mit Erfolg auch die Gelegenheit einhergeht, andere zu inspirieren. Ganz gewiss. Es ist wichtig, einen Ansatz beizubehalten, der eher die Zusammenarbeit als die Isolation fördert. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Gemeinsam können wir viele der weltweiten Herausforderungen effektiver angehen. Es ist aufregend, über das Potenzial positiver Veränderungen nachzudenken, wenn Nationen zusammenarbeiten. Lektion 21. Sport und Kultur. Angesichts des Baseballs und der Raptors in der National Basketball Association sorgen sich viele Kanadier um den amerikanischen Einfluss. Das ist wahr. Sport spiegelt oft kulturelle Dynamiken wider und kann die nationale Identität beeinflussen. Genau. Es ist zwar toll, Zugang zu beliebten Ligen zu haben, aber es kann den lokalen Sport in den Schatten stellen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, dass der kanadische Sport neben diesen großen amerikanischen Ligen gedeiht. Ja, die Förderung lokaler Talente kann dazu beitragen, eine einzigartige Sportkultur aufrechtzuerhalten, die Kanada repräsentiert. Definitiv. Es geht darum, die Wertschätzung für den internationalen Sport mit der Unterstützung einheimischer Talente in Einklang zu bringen. Ich denke, das ist entscheidend, um den Stolz der Gemeinschaft zu stärken und die Teilnahme junger Menschen am Sport zu fördern. Unbedingt. Lokale Erfolge zu feiern kann die nächste Generation von Sportlern inspirieren. Ja, hoffen wir, dass der kanadische Sport weiterhin floriert und seine eigene Identität findet. Lektion 22. Weihnachtsstimmung. Um Weihnachten zu feiern, besuchen Sie Bob Cratchits winziges Haus, wo Sie sehen, wie die Familie ihr Essen zubereitet. Das klingt nach einer so herzerwärmenden Szene. Es ist immer schön, den Geist der Zusammengehörigkeit in den Ferien zu sehen. Ja, und es unterstreicht die Bedeutung von Familie und Gemeinschaft in einer so besonderen Zeit. Unbedingt. Die einfachen Freuden, eine Mahlzeit zu teilen, können bleibende Erinnerungen schaffen. Genau. Es erinnert daran, dass es nicht um die Extravaganz geht, sondern um die Liebe, die innerhalb der Familie geteilt wird. Ich könnte nicht mehr zustimmen. Diese Momente der Verbundenheit machen die Feiertage wirklich bedeutungsvoll. Ja, und zu sehen, wie andere feiern, kann uns dazu inspirieren, unsere eigenen Traditionen noch mehr zu pflegen. Ganz gewiss. Es geht darum, Freude an den kleinen Dingen zu finden und Freundlichkeit zu verbreiten. Lassen Sie uns diesen Geist in dieser Weihnachtszeit genießen und unsere eigenen wertvollen Erinnerungen schaffen. Lektion 23. Messungen. Der Rang ist etwa 60 Meter lang und zu jeder Zeit etwa 25 oder 30 Meter breit. Das ist ein ziemlich großes Gebiet. Es ist beeindruckend, wenn man bedenkt, wie viel Platz das einnimmt. Genau.
Es ermöglicht verschiedene Aktivitäten und bietet vielen Menschen bequem Platz. Ich kann mir vorstellen, wie vielseitig dieser Raum für verschiedene Veranstaltungen und Versammlungen sein könnte. Ja, eine so große Fläche eröffnet viele Möglichkeiten für Sport- und Gemeinschaftsveranstaltungen. Definitiv. Es ist großartig, Einrichtungen zu haben, die auf eine Vielzahl von Bedürfnissen zugeschnitten sind. Ich stimme zu. Es fördert den Gemeinschaftsgeist und fördert die Teilnahme an Aktivitäten. Außerdem kann es als Drehscheibe dienen, um Menschen zusammenzubringen, was immer von Vorteil ist. Hoffen wir, dass in Zukunft mehr Räume wie diese entwickelt werden, um das Engagement der Gemeinschaft zu unterstützen. Lektion 24. Transitankündigungen. Ja, Sie kündigen jedes Terminal an, achten Sie einfach auf Ihren Stopp. Das ist wirklich hilfreich. Das macht das Navigieren im Transitsystem so viel einfacher. Unbedingt. Klare Ansagen können die Verwirrung wirklich verringern und den Passagieren helfen, sich wohler zu fühlen. Ich stimme zu. Es ist wichtig, um sicherzustellen, dass jeder weiß, wo er ist und wohin er will. Genau. Es geht darum, das Reiseerlebnis für alle so reibungslos wie möglich zu gestalten. Ich schätze es auch, wenn das Personal freundlich und bereit ist, bei Bedarf zu helfen. Ja, eine gute Einstellung kann einen großen Unterschied darin machen, wie sich Menschen während ihrer Reise fühlen. Ich liebe das. Es schafft eine einladende Atmosphäre und ermutigt mehr Menschen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Ganz gewiss. Wenn Transitsysteme der Kommunikation Priorität einräumen, kommt das allen Beteiligten zugute. Lektion 25. Zufriedenheit mit der Transformation. Unbedingt. Es ist befriedigend, die Transformation zu sehen, ohne ein Vermögen auszugeben. Ich stimme voll und ganz zu. Für Änderungen, die große Auswirkungen haben, ist oft kein großes Budget erforderlich. Genau. Einfache Anpassungen können zu erheblichen Verbesserungen unserer Umwelt führen. Ich finde es toll, wie Kreativität eine Rolle bei der Erreichung dieser Transformationen spielen kann. Ja, es geht darum, um die Ecke zu denken und das zu nutzen, was man bereits hat. Ich bewundere diesen Ansatz. Es fördert Nachhaltigkeit und Einfallsreichtum in unseren Projekten. Ganz gewiss. Außerdem inspiriert es andere dazu, darüber nachzudenken, wie sie Änderungen in ihren eigenen Räumen vornehmen können. Ich bin gespannt, was wir mit dieser Denkweise gemeinsam erreichen können. Lassen Sie uns weiter nach Ideen suchen, die positive Veränderungen fördern, ohne das Budget zu sprengen. Lektion 26. Globale Marken. Die Welt neben McDonald's, Coca-Cola und Disney ist in ihrer kulturellen Reichweite faszinierend. Unbedingt. Diese Marken sind auf der ganzen Welt zu bekannten Namen geworden und prägen die Wahrnehmung. Ja, und sie spiegeln oft die Werte und Trends der Gesellschaften wider, in denen sie tätig sind. Es ist interessant, wie sie es schaffen, bei unterschiedlichen Zielgruppen Anklang zu finden und gleichzeitig ihre Identität zu bewahren. Genau. Sie passen ihre Marketingstrategien an unterschiedliche Kulturen an, was beeindruckend ist. Ich stimme zu. Es zeigt die Macht des Brandings und wie wichtig es ist, die lokalen Gepflogenheiten zu verstehen. Ganz gewiss. Es ist ein empfindliches Gleichgewicht zwischen der Treue zu ihren Wurzeln und der Aufnahme lokaler Aromen. Ich bin gespannt, wie sich diese Marken in Zukunft weiterentwickeln werden.
Lassen Sie uns Ihre Strategien im Auge behalten und sehen, wie Sie mit den sich ändernden globalen Dynamiken umgehen. Lektion 27. Arbeitspraktiken und Kritik. Die Welt überprüft regelmäßig die Arbeitspraktiken von Nike und kritisiert sie oft, was für die Rechenschaftspflicht wichtig ist. Das ist wahr. Es lenkt die Aufmerksamkeit auf die ethischen Implikationen der Produktion auf dem Weltmarkt. Genau. Angesichts der jüngsten Marketing-Extravaganzen von Nike ist es wichtig, Gewinn und ethische Praktiken in Einklang zu bringen. Ich stimme zu. Die Verbraucher werden immer bewusster und erwarten von Marken, dass sie verantwortungsbewusst handeln. Ja, und Transparenz der Arbeitspraktiken ist entscheidend, um Vertrauen bei den Kunden aufzubauen. Es ist interessant, wie die öffentliche Wahrnehmung den Ruf und Erfolg eines Unternehmens beeinflussen kann. Ganz gewiss. Unternehmen, die ethische Arbeitspraktiken anwenden, gewinnen oft treue Kunden. Ich hoffe, dass mehr Marken diesem Beispiel folgen und dem Wohlbefinden ihrer Mitarbeiter Priorität einräumen. Unbedingt. Lassen Sie uns weiterhin diejenigen unterstützen, die faire Arbeitspraktiken fördern. Lektion 28. Ein guter Zuhörer sein. Und sei ein guter Zuhörer, das ist eine so wichtige Fähigkeit, starke Beziehungen aufzubauen. Das werde ich auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Zuhören kann anderen wirklich helfen, sich geschätzt und verstanden zu fühlen. Genau. Es ist erstaunlich, wie viel wir lernen können, wenn wir einfach darauf achten, was andere sagen. Ich stimme zu. Manchmal brauchen die Leute einfach jemanden, der ihnen ohne Unterbrechungen zuhört. Ja, und das kann einen großen Unterschied darin machen, wie sie sich fühlen und wie bereit sie sind, sich zu öffnen. Ich finde es toll, wie ein guter Zuhörer eine tiefere Verbindung zwischen Menschen herstellen kann. Ganz gewiss. Es zeigt, dass sie sich für ihre Gedanken und Erfahrungen interessieren. Ich freue mich darauf, das in meinen Gesprächen mehr zu üben. Es ist eine so wertvolle Eigenschaft. Das ist es wirklich. Gemeinsam können wir uns gegenseitig ermutigen, besser zuzuhören. Lektion 29. Aufrechterhaltung der Produktivität. Ich bin mir noch nicht sicher, was der beste Ansatz ist. Ich sorge mich um die Aufrechterhaltung der Produktivität. Das ist ein berechtigtes Anliegen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden, das für Sie funktioniert, ohne sich überfordert zu fühlen. Genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich konzentriert und effizient bleibe, ohne auszubrennen. Ich verstehe das vollkommen. Vielleicht hilft es dir, kleine, erreichbare Ziele zu setzen, um dich zu motivieren. Das ist eine tolle Idee. Wenn Sie Aufgaben in kleinere Teile aufteilen, fühlen sie sich leichter zu bewältigen an. Ja, und es ermöglicht Ihnen, unterwegs kleine Siege zu feiern, was ermutigend sein kann. Ich liebe das. Es ist wichtig, Fortschritte anzuerkennen, egal wie klein sie auch sein mögen. Unbedingt. Wenn Sie Ihre Erfolge im Auge behalten, können Sie auch im Laufe der Zeit motiviert bleiben. Ich werde diese Strategie umsetzen. Ich schätze Ihre Unterstützung und Ihre Erkenntnisse. Lektion 30. Hilfe bei der Buchung. Das funktioniert. Kannst du es bitte für mich buchen? Natürlich. Ich werde die Buchung sofort abschließen und sicherstellen, dass alles bereit ist. Danke. Ich schätze Ihre Hilfe bei der Organisation sehr. Es ist überhaupt kein Problem. Ich helfe Ihnen gerne bei der Planung Ihrer Reise. Ich freue mich auf diese Reise. Zu wissen, dass für alles gesorgt ist, macht es noch besser.
Das freut mich zu hören. Ich schicke dir alle Bestätigungsdetails, sobald es fertig ist. Perfekt. Alles schriftlich zu haben, hilft mir, den Überblick über unsere Pläne zu behalten. Unbedingt. Ich werde sicherstellen, dass alle wichtigen Informationen enthalten sind, die Sie benötigen. Nochmals vielen Dank, dass Sie sich darum gekümmert haben. Das macht den Prozess für mich so viel reibungsloser. Lektion 31. Persönliche Kochbücher. Ich liebe diese Idee. Es wird das Kochbuch persönlicher und besonderer machen. Genau. Wenn Sie unsere Lieblingsrezepte hinzufügen, entsteht eine einzigartige Sammlung, die unseren Geschmack widerspiegelt. Ja, und es ist eine großartige Möglichkeit, Erinnerungen zu bewahren, die mit jedem Gericht verbunden sind, das wir genossen haben. Ich stimme voll und ganz zu. Zusammen zu kochen und diese Erfahrungen zu teilen, verleiht so viel Bedeutung. Außerdem können wir kleine Hinweise dazu hinzufügen, warum jedes Rezept für uns wichtig ist. Das ist eine nette Geste. Dadurch wird sich das Kochbuch wie ein echtes Familienerbstück anfühlen. Ich kann es kaum erwarten, alles zu kompilieren. Es wird so ein lustiges Projekt werden. Ich auch. Lass uns unsere Lieblingsrezepte zusammenstellen und kreativ mit dem Layout werden. Ich bin gespannt, wie es ausgeht. Das wird eine wertvolle Ergänzung unserer Küche sein. Lektion 32. Achtsames Nachdenken. Richtig, es ist wichtig, sich der möglichen Konsequenzen unseres Handelns bewusst zu sein. Unbedingt. Die Berücksichtigung der Ergebnisse kann uns helfen, in Zukunft bessere Entscheidungen zu treffen. Ich stimme zu. Es ist leicht, impulsiv zu handeln, ohne darüber nachzudenken, wie sich das auf andere auswirken könnte. Ja, und wenn Sie sich einen Moment Zeit zum Nachdenken nehmen, können Sie Missverständnissen und Konflikten vorbeugen. Genau. Es geht darum, einen durchdachten Ansatz für unsere Interaktion zu entwickeln. Ich liebe diese Perspektive. Es ermutigt uns, uns gegenseitig bewusster und respektvoller zu begegnen. Ganz gewiss. Wenn wir die Auswirkungen unserer Entscheidungen berücksichtigen, fördern wir ein positiveres Umfeld. Ich bin inspiriert, diese Achtsamkeit in meinem täglichen Leben zu praktizieren. Lassen Sie uns einander zur Rechenschaft ziehen und diese Denkweise gemeinsam fördern. Lektion 33. Medizinischer Missionar. Livingstone wollte medizinischer Missionar werden. Das bedeutet, dass er sowohl Arzt als auch Prediger und Lehrer werden sollte. Das ist ein bewundernswerter Weg. Die Kombination von Medizin mit Bildung und Glauben kann eine starke Wirkung haben. Genau. Es zeigt das Engagement, sowohl dem Körper als auch dem Geist bedürftiger Menschen zu dienen. Ich liebe diese Idee. Es legt Wert auf ganzheitliche Pflege und befasst sich mit körperlichem und emotionalem Wohlbefinden. Ganz gewiss. Solche Rollen können Gemeinschaften inspirieren und das Gesundheitsbewusstsein fördern. Es ist wunderbar, darüber nachzudenken, wie eine Person so viele Leben positiv beeinflussen kann. Ja, und es unterstreicht die Bedeutung von Mitgefühl sowohl in der Medizin als auch in der Bildung. Ich stimme zu. Erinnern wir uns daran, wie wichtig es ist, anderen auch in unserem eigenen Leben zu dienen. Unbedingt. Es ist eine großartige Erinnerung daran, einen positiven Beitrag zu unseren Gemeinden zu leisten. Lektion 34. Athleten aus der Antike. Vor Jahrhunderten verwendeten sogar Sportler der antiken Olympischen Spiele in Griechenland verschiedene Stimulantien. Das ist faszinierend. Es ist interessant, darüber nachzudenken, wie sich der Sport im Laufe der Zeit entwickelt hat. Genau.
Der Einsatz von Stimulantien zeigt, wie weit wir im Verständnis von Gesundheit und Fairness im Sport gekommen sind. Ich stimme zu. Heute gibt es strenge Vorschriften, um Fairplay und die Sicherheit der Athleten zu gewährleisten. Ja, und es ist wichtig, die Integrität des Wettbewerbs für zukünftige Generationen aufrechtzuerhalten. Ich finde es toll, wie moderner Sport nicht nur körperliche Fähigkeiten, sondern auch ethische Standards fördert. Ganz gewiss. Es geht darum, den Wettkampfgeist zu feiern und gleichzeitig die Athleten zu respektieren. Ich freue mich über diese Fortschritte. Sie fördern einen gesünderen Umgang mit Sport. Unbedingt. Lassen Sie uns weiterhin Praktiken unterstützen, die Fairness und Wohlbefinden in der Leichtathletik fördern. Die Geschichten waren sehr gruselig. Vor meinem Fenster braute sich ein Sturm zusammen. Oh nein, das klingt intensiv. Stürme können ziemlich beängstigend sein, besonders nachts. Genau. Der Wind fing an zu heulen und der Regen prasselte heftig herab. Das kann ich mir vorstellen. Es schafft eine so unheimliche Atmosphäre, dass sich alles dramatischer anfühlt. Ja, es erhöht sicherlich die Spannung jeder Geschichte, die Sie lesen oder ansehen. Ich stimme zu. Das Geräusch des Sturms kann die Stimmung wirklich verbessern und die Szene bestimmen. Es ist erstaunlich, wie die Natur durch ihre Elemente so starke Emotionen erzeugen kann. Ganz gewiss. Ich finde es toll, wie eine gute Geschichte einen in diesen Moment versetzen kann, sodass er sich echt anfühlt. Unbedingt. Lass uns mehr von diesen aufregenden Geschichten erzählen, wenn wir das nächste Mal abhängen. Lektion 36. Sommergärten. Ich liebe es, im Sommer Petunien und Ringelblumen zu sehen. Sie verleihen Gärten so lebendige Farben. Unbedingt. Sie verschönern jeden Außenbereich und bereiten so viel Freude. Ja, und manche Leute pflanzen Sonnenblumen, die auch atemberaubend und fröhlich sind. Ich stimme zu. Sonnenblumen haben die einzigartige Fähigkeit, sich zu drehen und der Sonne zu folgen, was faszinierend ist. Genau. Ihre großen Köpfe und leuchtend gelben Blütenblätter sorgen für einen schönen Anblick in jedem Garten. Außerdem eignen sie sich hervorragend, um Bestäuber wie Bienen und Schmetterlinge anzulocken. Das ist wahr. Es ist wunderbar, wie Blumen das Ökosystem unterstützen können und gleichzeitig wunderschön aussehen. Ich finde es toll, wie Gartenarbeit sowohl ein entspannendes Hobby als auch eine Möglichkeit sein kann, die Natur positiv zu beeinflussen. Ganz gewiss. Lasst uns planen, diesen Sommer zusammen ein paar Blumen zu pflanzen. Es wird Spaß machen.